Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. In einem der letzten Videos, Task 156, habe ich euch mal gezeigt, wie man Schärfentiefe genau bemisst durch Focus Stacking. Das ist mit Sicherheit eine sehr interessante Methode, das dann nachher über Photoshop zu machen oder auch aus Lightroom heraus, wobei es da manchmal nicht so gut funktioniert oder eher schlecht funktioniert. Ich würde es grundsätzlich in Photoshop machen, wenn euch das Programm zur Verfügung steht. Jetzt habe ich mich aber erinnert, früher hatte ich testweise mal ein Programm installiert, Helicon Focus. Und dieses Helicon Focus, das ist jetzt in der Version 8 verfügbar, kann man einen Monat lang völlig ohne Funktionseinschränkungen testen und sich herunterladen und installieren. So, also von daher habe ich gedacht, komm, das probierst du jetzt auch mal schauen, was sich da getan hat. Und siehe da, ich musste feststellen, also dass dieses Programm wirklich sehr gut arbeitet. Und wir werden jetzt Folgendes tun. Wir gehen jetzt dann nochmal in Lightroom hinein. Ich habe ja die 7 fotografierten Bilder immer noch. Und ich habe ja auch das Focus gestackte Photoshop-Bild. Dasselbe werden wir jetzt mit diesen identischen 7 Bildern mit Helicon Focus machen. Da gibt es ein Plugin, das man dazu installieren kann für Lightroom. Und dann werden wir mal sehen, ob hier die Qualität besser ist, schlechter oder gleich. Dann wechseln wir jetzt mal rüber in Lightroom. Liebe Freunde, dann wären wir wieder in Lightroom. Heute hört ihr mal meine Stimme aus dem Off. Man muss ja auch nicht immer rechts unten meine blöde Visage sehen bei der Arbeit. Was ihr hier jetzt seht, sind also zum einen die 7 Fotos, die ich geschossen habe mit der Makroschiene. Dazu schaut ihr euch bitte nochmal das letzte Video an. Also an diesem Verfahren ändert sich gar nichts. Und dann habt ihr hier das Photoshop-Bild. Achtung, ich blende euch das dann ohne Retuschen ein. Also was ihr im letzten Video gesehen habt, war ja dann das fertig retuschierte Bild. Hier werdet ihr jetzt dann das unretuschierte Bild sehen, damit wir das mit Helicon Focus auch wirklich vergleichen können. Dazu zeige ich euch das auch noch in Photoshop. Also hier, das hatte ich jetzt deaktiviert, das war das retuschierte. Ihr seht schon, da ist auch ein bisschen was dran gemacht. Und hier, was ihr jetzt dann in Lightroom seht, das ist also die Sammlung aus diesen 7 Bildern mit den entsprechenden Maskierungen dazu. So, gehen wir mal wieder zurück. Wenn ich jetzt ins Entwickeln reingehe, dann kann ich mir hier natürlich über gedrückte Shift-Taste alle Bilder markieren, aber über die Steuerungstaste natürlich das Photoshop-Bild nicht mehr markieren. Also ich habe jetzt nur noch die 7 Bilder, die im RAW-Format von mir geschossen wurden mit der Makroschiene. Ich gehe jetzt mit der rechten Maustaste einfach mitten auf die Arbeitsfläche drauf und wähle Exportieren. Und jetzt seht ihr auch unten Helicon Focus. Ich habe also natürlich schon das Plugin installiert, ist ja ganz klar. Und da seht ihr den TIFF-Exportmodus und den DNG-Exportmodus. Und da ich diesen DNG-Filter nicht installieren möchte, noch zusätzlich wähle ich hier jetzt TIFF. Achtung Leute, das tut der Bildtiefe und der Farbtiefe und allem, was mit dem Bild jetzt zusammenhängt, überhaupt keinen Abbruch. Das TIFF-Format ist ein sehr allumfassendes Format, was wirklich am meisten noch Variablen oder beziehungsweise Fakten eines Bildes mit sichert. Ich gehe hier jetzt auf Helicon Focus TIFF. So, dann wird er jetzt diese 7 Bilder nach Helicon Focus exportieren. Und diesen Vorgang, der dauert einen Moment, weil es doch recht große Bilder sind mit 24 Megapixel, den überspringe ich jetzt mal ganz einfach. Helicon Focus hat sich jetzt geöffnet und ihr seht rechts die Liste der Quelldateien. Da haben wir unsere 7 Kollegen. Und auch hier kann ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste einfach mal alle Bilder markieren und habe dann hier verschiedene Rendermethoden zur Verfügung. Und ich mache das jetzt so, wie ich das bei meinem Test auch gemacht habe. Ich mache nämlich gar nichts. Ich lasse alles so, wie es ist. Lasse hier die Methode B-Tiefenabbild. Das sollte dann also schon ausgewählt sein. Lasse aber den Radius bei 8, die Glättung bei 4 und werde jetzt dieses Bild eben entsprechend rendern. Dazu klicke ich hier die Starttaste Rendern. Das kann ich aber auch hier oben machen. Rendern. So, und jetzt fängt Helicon Focus an zu arbeiten. Und das ist auch hier grafisch eigentlich recht witzig gemacht. Da sieht man genau, was passiert. Und jetzt schaut mal, wie er die ganzen Schärfentiefe-Bereiche genau analysiert. Also ich finde es toll. Und es ist ruckzuck erledigt. So, und jetzt habt ihr hier das Bild und könnt es in der Vorschau
Vorschau jetzt schon mal über gedrückte linke Maustaste überprüfen, machen wir aber nachher dann noch ganz genau in Lightroom. Aber ich kann euch versichern, das ist jetzt schon, wenn ich das mal so spoilern darf, absolute Spitzenklasse. Ich gehe auf Speichern und wähle dann hier bei den Speicheroptionen eben ganz normal speichern. Er kann mir dann auch hier Animationen sichern und lauter so einen Schnickschnack. So, und da haben wir jetzt das Bild drin. Das ist mein Testbild noch von vorgestern. Hier jetzt aber das richtige Bild 2024, 2016. Das ist das, was wir jetzt hier erzeugen wollen. TIFF mit LZW-Kompression, das könnten wir uns eigentlich schenken. LZW ist aber eine verlustfreie Kompression, macht nichts, nimmt es auf der Platte weniger Platz weg. LZW heißt übrigens Lempel-Ziff Welch. So, ich wähle Speichern. Und jetzt bringt er dann gleich eine Meldung, da ist sie, beenden Sie Helicon Focus oder beenden Sie Helicon Focus, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben, damit Lightroom das Bild übernehmen kann. Und das machen wir. Wir klicken auf OK. Und jetzt wird die Sache ja wohl dann erledigt sein. Ich wähle also hier Beenden. Und jetzt sollte unser Bild in Lightroom auftauchen. Hier ist es auch. Und während ich unserem Photoshop-Bild hier einen grünen Frame gegeben habe, markiere ich jetzt mal unser Helicon-Bild in Rot, damit wir das nachher unterscheiden können, und mache auch gleich noch Folgendes. Ich wähle jetzt hier mein Beschneiden-Werkzeug an, gehe auch hier auf 1:1, das andere Bild haben wir ja auch in quadratisch vorliegen, und ziehe hier mal den Frame etwas enger, sodass wir also hier so ziemlich denselben Bildausschnitt haben, hoffe ich doch zumindest, wie in dem anderen Photoshop-Bild auch. So sollte das jetzt einigermaßen passen. Ich lasse es hier noch ein bisschen größer. Ja komm, 1000%ig muss es nicht werden. Drücke die Enter- oder Return-Taste und dann wechseln wir mal zurück in die Bibliothek. So, da haben wir unsere beiden Bilder und jetzt kann ich mit gedrückter Steuerungstaste mal beide markieren und mir hier diese XY-Ansicht aufrufen. So, und da seht ihr rechts, das Grüne ist also das Photoshop-Bild, links das Rote ist das Helicon-Focus-Bild. Und ich zoome jetzt einfach mal heran. Gehen wir mal mit der linken oberen Ecke einfach mal in die Startposition. So. Und da sehen wir hier ein paar kleinere Ungenauigkeiten, aber bei Helicon Focus, also rechts, haben wir hier schon im Photoshop ganz schöne Patzer. Bei Helicon Focus hat er natürlich den ganzen Dreck, weil das Programm einfach ein bisschen exakter arbeitet, natürlich auch noch mitgenommen. Auch hier wieder Photoshop, wieder Patzer. Alles bei Helicon Focus, schaut euch das mal an, deutlich, wie soll man sagen, differenzierter wiedergegeben. Natürlich muss man auch hier noch ein bisschen nachkorrigieren, aber das sieht nicht übel aus. Hier die Flasche auch. Photoshop, geht, aber hier ist bei Helicon Focus die linke Kante viel besser. Hier ist das bei Photoshop jetzt nicht ganz so toll. Leute, abgesehen von den ganz stinknormalen Retuschen, natürlich das Farbmoiré haben wir in beiden drin, also das lässt sich da nicht korrigieren. Bleiben wir mal in wesentlichen Bildteilen hier und schauen uns das an. Ja, das ist also durchaus in Helicon Focus einwandfrei. Hier ist es auch in Photoshop jetzt ganz gut, aber schaut euch mal zum Beispiel hier den Deckel von dem Spray an, also von diesem Deo. Da haben wir hier eine ganz weiche Stelle, das hat Photoshop völlig außer Acht gelassen. Bei Helicon Focus ist das picobello sauber und einwandfrei. So, und dann geht es hier unten weiter. Alles ist hier bei Helicon Focus in Ordnung. Und hier haben wir wieder leichte Patzer drin. Also tatsächlich werden wir in Photoshop dann nochmal deutlich mehr Arbeit haben. Ja, hier in dem Bereich in der Spiegelung haben sie beide etwas geschludert. Da muss man dann nochmal richtig nachlegen. Aber der Vergleich, der zeigt doch jetzt hier zum Beispiel bei dieser Ansaugröhre bzw. bei dieser Pumpröhre, dass der Helicon Focus doch mal deutlich besser im Rennen liegt. Finde ich also wirklich picobello gemacht. Ja, auch hier jetzt das Deo.
beziehungsweise das Duschgel, Entschuldigung, Showergel, Shampoo, auch wirklich sehr gut bei Helikon Focus, bei Photoshop, allerdings auch ordentlich. Also da hat sich's die wenigsten Schnitzer erlaubt, aber dennoch bei Helikon Focus alles immer noch ein bisschen ausgebuffter und schicker. Aber auch die rechte Kante, hier Helikon Focus, alles ziemlich sauber. Bei Photoshop dann hier doch schon ein paar weiche Stellen. Ja, aber insgesamt muss man jetzt wirklich sagen, also hat das Helikon Focus schon ein bisschen besser im Griff, die ganze Geschichte. Liebe Freunde, und ihr seht, das ist schon ganz toll, was mit diesem Programm geht. Also folgendes, wer sich das für eine lebenslange Lizenz zulegen möchte in der Lite-Version, da ist es gar nicht so teuer, der zahlt um die 100 bis 120 Euro. Ich blende euch das dann hier jetzt mal ein. Also Helikon Focus macht schon da einen sauberen Job und hat ja auch einige Zusatztools zu bieten, die ich aber jetzt nicht durchgetestet habe und die mich persönlich jetzt weniger interessieren. Meiner Ansicht nach, gerade für solche komplexen Focus-Stacking-Geschichten wie das, was wir jetzt hier gemacht haben, mit 4 Gegenständen in unterschiedlicher räumlicher Tiefe und mit Spiegelung, muss ich sagen, hat mich das Ergebnis sehr begeistert. Also da ist nicht mehr viel verbesserungswürdig, beziehungsweise das, was noch zu retuschieren wäre, hält sich dann wirklich in deutlich geringeren Grenzen als bei Photoshop. Aber ihr müsst auch bedenken, es gibt Bilder, die werden von dem einen Programm besser gestackt als von dem anderen. Also von daher, das kommt natürlich auch immer auf den Bildinhalt an. So, dann hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und war informativ. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn, drückt das Glöckchen, damit ihr immer informiert seid. Schenkt mir doch ein Like und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Alex Schwarz.